Hallo Tierfreunde! Die meisten von uns lieben Überraschungen und Geschenke. Aber manchmal bringt einem das Leben selbst ein so unerwartetes Geschenk, dass man total überfordert ist und nicht weiß, was man tun soll. Genau solch eine unerwartete Geschichte von einem Mann, der einen Hundewelpen gefunden hat, der sich später als etwas ganz anderes entpuppte, habe ich heute für dich mitgebracht. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren spannenden Tiergeschichten mehr zu verpassen. Nick Wake lebte in einem Haus am Rande eines Waldes zusammen mit seiner Schäferhündin Terry. Er liebte sie sehr und die beiden verbrachten viel Zeit miteinander. Vor allem spazierten sie gerne gemeinsam durch den Wald und genossen die Natur. Terry war ein sehr gehorsamer und gut erzogener Hund. Sie verstand jedes Kommando, das Nick gab. Deshalb durfte sie immer freilaufen, weil Nick sich jederzeit sicher sein konnte, dass sie schnell zurückkam, wenn er rief. Eines Tages waren die beiden wieder unterwegs. Es war ein schöner sonniger Tag und Nick nahm etwas zum Essen mit, damit die beiden den kompletten Tag in der Natur verbringen konnten. Wie immer machte Nick Terry von der Leine, sobald sie im Wald waren und sie durfte freilaufen. Nick warf ein paar Mal seinen Stock und sein Hund brachte diesen immer wieder zurück. Doch als er gerade eine Zeit lang die Blätter eines prächtigen Baumes bewunderte, bemerkte er, dass seine Schäferhündin nicht mehr da war. Er rief sie immer wieder, doch sie kam nicht. Der Mann begann sich Sorgen zu machen, denn so etwas war vorher noch nie passiert. Normalerweise kam sie immer, wenn er seinen Hund rief. Er rannte also wild durch den Wald und schrie immer wieder ihren Namen, so laut er nur konnte, doch ohne Erfolg. Nick war sich sicher, seinem Hund muss etwas Schreckliches zugestoßen sein, denn sie würde niemals einfach so abhauen und nicht wieder zurückkommen. Nach einiger Zeit beschloss er im Dorf Leute zu bitten, ihm bei der Suche zu helfen. Er befürchtete, dass sein Hund vielleicht in eine Wildtierfalle getappt sei und nun in großer Gefahr ist. Nick war total verzweifelt und ihm kamen bereits die Tränen. Als er schließlich im Wald an einem Busch vorbeiging, erschrak er. In dem Busch sah er ein Tier sitzen. Er war sich sicher, dass es ein Wildtier sein musste, denn Terry hätte gebellt, wenn sie ihren Besitzer sehen würde. Trotzdem näherte er sich dem Busch und tatsächlich, dort saß seine geliebte Schäferhündin. Er war so glücklich, sie endlich gefunden zu haben. Doch etwas war sehr komisch. Sie saß ruhig da und gab keinen Laut von sich. Nach einer Weile bemerkte Nick, dass etwas mit ihrem Mund nicht stimmte. Als er näher kam, bemerkte er, dass sich ein kleiner Welpe in ihrem Maul befand. Er nahm den kleinen Welpen vorsichtig in die Hand, um ihn sich näher anzusehen. Es war ein ganz junger kleiner Welpe, der noch nicht einmal die Augen geöffnet hatte. Nick konnte das kleine Geschöpf nicht einfach alleine im Wald zurücklassen und so nahm er ihn zu sich nach Hause. Dort sorgte er sich um den Welpen und fütterte ihn. Terry hatte den kleinen Welpen nie aus den Augen gelassen. Sie beobachtete ihn die ganze Zeit und wärmte den Kleinen sogar, indem er sich zum Schlafen in ihr Fell kuscheln durfte. Nick war sich nicht sicher, um welche Hunderasse es sich bei dem Welpen handelte. Er schloss auch nicht aus, dass es ein Wolf sein könnte. Doch als der Welpe größer wurde, zweifelte der Mann immer mehr, dass es sich tatsächlich um einen Hund oder gar einen Wolf handelte, denn das kleine Tier begann an allen möglichen Dingen hochzuklettern und durch die Gegend zu springen. Er wunderte sich, welcher Hund ein so guter Kletterer war. Daraufhin brachte er das Tier zu einem Tierarzt in der Hoffnung, dass dieser ihm sagen könnte, welches Tier seit einigen Wochen bei ihm wohnte. Der Arzt erkannte sofort, um welches Tier sich handelte und musste lachen, dass Nick ihn so lange für einen Hund hielt. Tatsächlich handelte es sich um einen Zobel, also einen Marder. Er empfahl ihm außerdem, den Marder abzugeben, da seine Pflege sehr aufwendig war. Als der Zobel eines Tages ein ungeheures Chaos im Haus anrichtete, wurde es Nick zu viel. Er beschloss, das Tier zurück in die Wildnis zu bringen und ging mit dem Marder in den Wald. Doch der Kleine dachte gar nicht daran, einfach im Unterholz zu verschwinden. Er blieb die ganze Zeit bei seinem Besitzer und weichte ihm nicht von der Seite. An diesem Tag beschloss Nick, den Zobel endgültig bei sich aufzunehmen.
Er baute sogar extra sein ganzes Haus um und der Marder bekam ein komplett eigenes Zimmer, wo er nichts kaputt machen und sich frei bewegen konnte. Das Ganze war zwar sehr teuer, doch das war es Nick für seinen kleinen Freund wert. Seitdem leben Nick, Terry und der Marder zusammen in einem Haus. Die drei gehen manchmal auch zusammen spazieren und die Schäferhündin passt immer auf den Zobel auf. Wenn er beispielsweise mal wieder zu hoch auf einen Baum klettert, bellt sie, so nach dem Motto, komm runter, da ist es viel zu gefährlich. Der Marder lebt noch immer bei Nick und die drei sind sehr glücklich. Ist das nicht eine wundervolle Geschichte? Mich fasziniert vor allem, wie sich die Schäferhündin von Nick so liebevoll um das Tier kümmerte. Was sind deine Gedanken zu dem Video? Schreibe es mir gerne in die Kommentare und teile das Video mit einer Person, die auch einen Hund besitzt. Schau dir rechts ein Video von einer Katze an, die einem kleinen Baby im Wald das Leben gerettet hat, oder links ein zufällig ausgewähltes Video. Vielen Dank fürs Zusehen.